klickt immer ganz doll das Video an, jeden Tag 30 Mal. Hallo liebe Matrixer, willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und meiner Wenigkeit Shiva. Unser heutiges Thema, ganz spannend, die Blaupause. Die Blaupause sagt vielleicht vielen nicht so viel, was das wohl bedeuten könnte. Aber es hat mit unserer Unsterblichkeit zu tun. Ja, unter anderem. Die Blaupause ist also die beste Version unserer selbst, Ja. die man halt während seines physischen Aufenthaltes innerhalb seiner Inkarnation aktivieren kann. Genau. Und es ist nicht nur die beste Version, es ist die perfekte Version. Das heißt nicht die Version, die du bei der Geburt hattest, sondern noch die davor praktisch. Also die Ursprungsversion, wie es wäre, wenn du vollkommen perfekt auf die Welt gekommen wärst. Ohne schiefe Nase, ohne einen schiefen Rücken, ohne schlechte Augen. Das heißt, wenn du als Baby schon rechts eine Sehschwäche hattest, hättest du die dann nicht. Genau, und wie kommen wir auf dieses Thema? Ich hatte einen Traum, und zwar war das gar nicht mal ein wirklicher Traum, ich war auf einer Informationsebene, wo mein höheres Selbst mich hingeschickt hat, und da war ich auf der Ebene der Blaupause, und ich habe das so gesehen, dass jeder Mensch, also der Mensch war in einem schwarzen Raum, und es war auch eine relativ dunkle Gestalt, und diese Blaupause ist wirklich blau, und das ist wie ein Gitter. Die Blaupause ist wie ein Gitter, die um den Menschen gelegt ist, und darin ist eben die perfekte Version unserer selbst gespeichert. Es gibt ja auch die Blaupause für das Leben per se, also als der Seelenplan, der perfekte Seelenplan. Ich habe jetzt halt die Blaupause für den perfekten Körper mit perfekter Gesundheit gesehen. Und ja, jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, wie kommt man da hin? Die Blaupause liegt in einem ganz bestimmten Frequenzbereich. Leider wurde mir nicht gesagt, welcher Frequenzbereich das ist, sonst hätten wir da bestimmt eine Frequenz für erstellt, um die zu hören und zu meditieren und dahin zu kommen. Hat leider so jetzt nicht geklappt, aber sie existiert. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum weiß keiner davon oder wieso kann man die nicht einfach so aktivieren? Das wollen natürlich die Dunkelmächte nicht. Wenn wir die Fähigkeit hätten, einfach bei jedem Menschen die Blaupause zu aktivieren, dann hätte ja jeder seine Superfähigkeiten und wäre super perfekt. Die Pharmaindustrie würde voll den Bach runtergehen, sowieso die ganze Wirtschaft. Ich glaube, das wird uns schon mit Absicht vorenthalten, oder? Ja klar, wenn man dann zum Arzt kommt und sagt der Arzt, na, wie geht's Ihren 1523 Krankheiten? Und der macht dann mal ein Röntgenbild und dabei stellt sich heraus, ups, alles weg. Ja? Das heißt also, die Blaupause repräsentiert die optimale Version unseres Selbstes hier, des Körpers hauptsächlich. Und so wie es eigentlich optimalerweise sein sollte, sämtliche Behinderungen, Beschwerden, gesundheitlichen Probleme, Krankheiten und so weiter wären dann verschwunden. Also die Blaupause ist eigentlich eine optimale Reaktivierung sämtlicher Stammzellen im Körper. Genau, und man kann das sogar relativ technisch sehen. Was ich gesehen habe oder wie es mir gezeigt wurde, war, dass es praktisch man könnte einfach einen Knopf drücken. Die Blaupause zu aktivieren bedeutet, ich habe da so eine Art blauen Knopf gesehen, man würde den drücken, also es ist wirklich sehr technisch gehalten auch. Man drückt den Knopf und zack, aktiviert. Und ja, da fällt mir eigentlich praktisch noch eine dritte Technik ein. Und zwar, wenn man zum Beispiel die volle Überzeugungskraft hat.
dass man weiß, es existiert und es ist möglich, dann sagt man einfach, ich aktiviere hiermit meine Blaupause, die Ursprungsmatrix meiner DNA. Und zwar mit der gleichen Intention und mit der gleichen Überzeugungskraft, wie du bei Google das Wort Baum eingeben würdest und erwartest, dass Google dir was zu Baum ausspuckt. Ich meine, du glaubst ja nicht daran, wenn du Baum eingibst, dass er dir was über Autos zeigt. Von daher, du bist der festen Überzeugung, wenn du Baum eingibst, sagt Google dir was über Bäume. Ja, die gleiche Überzeugungskraft bräuchte es dann zum Beispiel auch dafür, die Blaupause zu aktivieren. Das, glaube ich, da spielt unser Ego nicht ganz so gut mit. Würde ich sagen, der große Zweifler denkt sich, Also ich habe die Blaupause einmal gesehen, da hatte ich einen höheren Bewusstseinszustand und dort sah ich eben alle alternativen Selbste gleichzeitig, die halt existieren, beziehungsweise all die Jonathane, die eben so in den verschiedenen alternativen Realitäten leben. Und da habe ich gesehen, dass halt eine dieser Variationen die optimalste war. Also die war jetzt bei mir nicht blau, muss ich sagen. na, Nein, die war nicht blau. Da war auch kein blaues Gitter oder der ähnlichen zu sehen. Jedenfalls habe ich gesehen, dass das wirklich so die optimale Version ist, die eben sich durch die ganzen Realitäten bewegen kann. Eine Art, ja, Original selbst, würde ich sagen. Also mir kam das vor wie so ein Original selbst, ein Original Jonathan, der, jetzt wisst ihr, warum der Wusel heißt. Ja? Also ist es so, dass der Original Jonathan, wenn er eine andere Realität betritt, sich selbst kopiert, sozusagen ein Klon von sich erschafft. Und dieser Klon bewegt sich dann weiter innerhalb dieser alternativen Realität. Und wenn man dann zum Beispiel die alternative Realität wieder gewechselt wird von Seiten des Clones, ist es so, dass der sich dann wieder klont. Und aufgrund dessen kann es dann auftauchen mit der Zeit, dass man sich irgendeine Krankheit anhext oder so. Vielleicht durch ein bestimmtes Fehlverhalten, in Anführungsstrichen, oder durch eine Entscheidung, die man hätte besser nicht so treffen sollen. Und wenn dieses Selbst dann, dieser Klon dann innerhalb dieser Realität weiter agiert, zum Beispiel mit einer Krankheit, und betritt wieder eine alternative Realität, wird ein Klon vom Klon erschaffen, der eine Kopie des Klons war. Und der Trick ist es eben dabei, dass man von einer Realität, in der man jetzt gerade sich befindet, in der du dich jetzt gerade befindest, dass man von da aus wieder zurück auf dieses Original selbst springt. Denn dieses Original selbst hat keinerlei körperlichen Probleme oder Schwächen. Klar, ich sage jetzt nicht damit, wenn einer mit nur einem Arm auf die Welt gekommen ist, dass er plötzlich, wenn er zum Original selbst wechselt, dann wieder der Arm da ist. aber es ist möglich. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber das weiß ich nicht so recht. Laut Ramta definitiv möglich. Ja, das ist klar. Aber möglich ist ja alles. Aber ob das dann wirklich so ist, kann ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich nicht. Also das müssten dann mal die Betreffenden unter euch ausprobieren, ob das möglich ist. Ja, jedenfalls die Blaupause ist also die optimale Version der Inkarnation, in der ihr euch gerade befindet. Ist nicht so, dass ihr dann plötzlich fliegen könnt oder Autos hochheben könnt oder so, das sage ich damit nicht, sondern einfach die optimale Version innerhalb der physischen Realität oder Inkarnation, in der man sich befindet und die man dann halt nutzen kann und wieder sozusagen alles zurücksetzen kann auf den Urzustand oder auf die ursprüngliche Matrix des eigenen Körpers vielleicht. Ja, Castaneda hat da auch einen schönen Begriff für. Den finde ich super cool, deswegen muss ich ihn jetzt erwähnen. Revamping. Ja, richtig, genau, stimmt. Castaneda hat das Revamping genannt, die Kunst, sich selbst zu erneuern. Und zwar den ganzen physischen Körper zu erneuern. Das bedeutet, alle Probleme mit den Zähnen wären dann weg. Du hast dann wieder ein ursprüngliches, gesundes Gebiss. Und uns sind jetzt
uns sind wirklich richtig viele Beispiele eingefallen, was passieren würde, würden wir die Blaupause aktivieren. Und zwar hätte man perfekte Augen, perfekte Sehkraft, Ja, das ist richtig. perfektes Körper-Muskel-Fett-Verhältnis. Ja, und alle Gifte, die man so im Laufe seines Lebens angesammelt hat und jetzt im Bauch oder sonst wo im Gehirn oder sonst wo sich herumtreiben, wären dann Gekillt. weg. Keine Allergien mehr. Nein, nein. Also da sieht man schon, was mit der Blaupause möglich ist. Jetzt kann man sich vielleicht ein Bild darüber machen. Die Blaupause zu erreichen, Ist schwierig. Man kann sie übrigens auch partiell aktivieren. Das geht auch. Das heißt, du machst nicht den Knopf, den Ultraknopf für die komplette Blaupause, sondern eben zum Beispiel für deine Haare. Deine Haare sollen wieder jung, frisch, gesund, blond, keine Ahnung was sein. Dann gibt es natürlich auch den Abschnitt für Babyhaar, Babyhaut, perfekte Augen. Ich habe das zum Beispiel einmal gemacht. Männer jetzt weghören, ist jetzt nicht so sexy für euch, whatever. Und zwar meinen Menstruationszyklus auf den Vollmond angepasst. Für die perfekte Version. Da dachte ich mir, soll gut sein, mache ich mal. Hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte meine Tage und habe gesagt, und dann war in einer Woche war aber schon Vollmond. Dachte ich mir, ob ich das schaffe, das Ego, der Zweifler, hat mir zwar dazwischen gequatscht, aber ich habe es dann trotzdem gepackt, weil ich so fest davon überzeugt war, dass es funktioniert. Ja, ich werde langsamer sprechen. Und dann habe ich eben meinen Code, meinen Ursprungsmatrix-Code für den Menstruationszyklus aktiviert und hatte dann nach einer Woche tatsächlich erneut genau zu Vollmond meine Menstruation wieder. Also es hat tatsächlich funktioniert und das war eben diese partielle Aktivierung und das geht eben auch für den ganzen Körper. Ich habe es nicht weiter verfolgt, weil mir andere Themen wichtiger waren, aber irgendwie ist es doch schon ganz schön cool. ja, das ist so richtig. Auch vielleicht die Hörkraft, wenn die Hörkraft nicht so gut ist oder wenn man auf einem Ohr so gut wie taub ist oder dergleichen, würde sich das durch die Aktivierung der Blaupause wieder aktivieren. Oder wenn du krank bist, wenn man Krebs hat oder Arthritis, egal was, das wäre alles einfach weg. Du hast es ja als blaue, So Grid als blaues Muster wahrgenommen oder so, als blauer Körper mit einem Gitter. Ja, der Körper war Darauf? recht. Es war wirklich eine Informationsebene. Es war ein Raum, der nicht räumlich war und der Mensch war schwarz, aber man konnte ihn sehen und auf dieses war eben diese Blaupause gelegt. Die war blau leuchtend, so eigentlich wie das Matrixgitter. Sah es aus. Okay. Wenn man astral ist, so sah das etwa aus. Ja, wie gesagt, als ich die Blaupause gesehen habe, da war es dann halt ein Selbst unter vielen, aber es stach irgendwie hervor, indem ich dann eben fühlen konnte, dass das so die optimale Version ist, die man in diesem Leben sozusagen, der man in diesem Leben folgen kann. Ja? Und klar, wir gehen manche Umwege in unserem Leben, weil wir die eine oder andere Entscheidung getroffen haben. Dann gehen wir dann mal links rum oder rechts rum, gehen Umweg, gehen dann durch andere Realitäten und letztendlich kommen wir wieder auf die Ebene zurück. Oder eben, wenn wir rechts rumgehen das nächste Mal, dass wir da wieder von dem Weg der Blaupause abkommen und letztendlich vielleicht wieder drauf finden auf den Weg dieses Original Selbstes. Also ich habe nicht dran geglaubt, dass es existiert so wirklich, bis mein höheres Selbst mich auf diese Ebene geschickt hat. Aber auch Seth zum Beispiel, der hat auch von der Blaupause gesprochen, oder? Ja. Also sie ist da, wir haben sie gesehen. Ja, also es ist möglich, die Blaupause wieder zu reaktivieren. Das ist wirklich so, als würde man, ja genau, in der Stammzellenforschung, da wird ja viel untersucht und geforscht und dergleichen, weil man eben versucht, die Stammzellen wieder zu nutzen
damit also die kopierten Zellen der kopierten Zellen und kopierten Zellen ne, wieder auf die Programmierung der Stammzellen zurückführen. Das heißt also, es gibt bereits eine wissenschaftliche bzw. Biologische Entsprechung zu der Blaupause, eben die Stammzellentherapie. Da wird ja viel geforscht. Ja. Ne? Und ich weiß jetzt nicht direkt, wie weit die jetzt mittlerweile sind. Jedenfalls Frauen, die ja schwanger sind. Genau. Die ein Baby erwarten, eben die, wenn sie krank sind, können heilen einfach dadurch, dass die Babys ja Stammzellen produzieren. Und das wird ja durch die Nabelschnur auf die Mutter übertragen und et voilà. Wir sagen jetzt nicht, ihr sollt schwanger werden. Nein, nein, nein. War keine Andeutung, sondern es zeigt nur, dass es möglich ist. Wenn man also mit Stammzellen gefüttert wird, in Anführungsstrichen gefüttert, dann reaktiviert sich eben das Programm oder die Programmierung der Originalzellen, die am Anfang eben bestanden hatten. Und so kann man das eben auch analog auf die Blaupause übertragen. Wir können also auf physischer Ebene mit Stammzellen arbeiten oder eben auf psychischer Ebene die Blaupause aktivieren, die dann wiederum die ganzen Stammzellen reaktivieren würde. Hat der Mensch denn eigentlich noch Stammzellen? Ja, Ja, ne? Oder? Ein Aber paar ich- sind noch da, oder? ich glaube, die sind noch nicht so mehr so besonders aktiv bei uns. Naja, das heißt also, Stammzellen existieren in jedem unserer Körper noch und die schlafen da vermutlich vor sich hin, ne? Weil sozusagen die ganzen kopierten Zellen momentan die Vorherrschaft haben. Ich glaube halt, mit dem Aktivieren der Blaupause gehen die wieder in Aktion. Ja, so Vermute sehe ich ich das mal auch. Ja. Wenn man also die Blaupause erreicht, werden die ganzen Stammzellen, die im Körper also noch irgendwo vorhanden sind und da rumschlafen, reaktiviert und würden dann eben die Vorherrschaft übernehmen. Ja, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, Gesundheit, Ahoi, ja, die würde sich dann wieder reaktivieren. Und das Thema fanden wir eben sehr spannend. Ja, Davon wollten wir euch auch erzählen, zumal es ja auch ein Thema ist, was auf YouTube so noch nicht besprochen worden ist, was es auf YouTube noch nicht so gibt. Und da sind wir vermutlich die Ersten. ist ein ziemlich cooles Skill, um die Matrix zu mastern, finde ich jedenfalls. Ja, es ist ein gutes Gimmick für die Matrix. Auf spiritueller Ebene könnt ihr damit nicht ganz so viel anfangen vielleicht, aber ihr könnt dadurch eben wieder zu neuer Gesundheit und zu neuen psychischen Kraft gelangen. Grusel! Und daher wollten wir euch diese Empfehlung aussprechen. Für diejenigen unter euch, die ehrgeizig und interessiert genug sind, vielleicht es mal damit zu versuchen. Ja, findet mal den Frequenzbereich. Ja, jetzt fragen sich doch die Zuschauer, wie komme ich da jetzt hin? Ja, Ja, frage ich mich auch. Entweder eben den Frequenzbereich finden oder wir haben uns zwei Möglichkeiten überlegt. Die Fragen sagst du ja immer, die Fragen löst man immer mit der Antwort Dissoziation. Ja. korrekt. Und die zweite Möglichkeit, die habe ich jetzt von Ramta. Da kann ich euch jetzt nicht das Ganze erzählen, weil es einfach zu umfangreich ist. Aber Ramta hat da so den Shiva-Tanz und da malt man sich tatsächlich auf die Haut, zum Beispiel auf die erkrankten Stellen, ein blaues Gitter mit Filzstift blau. Und zum Beispiel mit der Technik, mit dem spirituellen Auge. Die geführte Meditation, das spirituelle Auge. Nur, dass man sich eben nicht das spirituelle Auge visualisiert, sondern eben das Wort Blaupause. Und dazu macht man eben diese Atemtechnik immer mit dem Wort Blaupause vor Augen. Und das ist eine Möglichkeit, die Realität zu wechseln. Die Realität zu wechseln in den Zustand, wo man eben eine aktivierte Blaupause hat. Haben wir jetzt bisher nicht ausprobiert, aber wäre also da diese Technik sowieso funktioniert, die Realität auf diese Weise zu wechseln, mit dieser Atmung, könnte man es dadurch schaffen, wenn man engagiert und ehrgeizig genug ist. Wer es ist,
Probiert's aus. Viel Spaß. Genau. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Ne? Also zusammenfassend, so wie ich das verstanden habe, malt man sich auf die körperliche Problemstelle ein blaues Gitter. Und dann? Einmal das mit dem spirituellen Auge, nur dass man eben nicht das Auge visualisiert, sondern das Wort Blaupause. Oder man malt sich eben ein blaues Gitter, da wo man das Problem hat oder das Organ ist, das ein Problem hat und visualisiert das in einer Meditation. Das funktioniert Ja, und jedenfalls. was visualisiert man da? Auf dieses blaue Gitter auf dem Organ. Ah ja, okay. Und stellt sich dazu lilanes Licht vor, weil das lilane Licht ist das ultraviolette Licht ist das von dem ultraviolettblauen Körper, den man eben sieht, und visualisiert eben dieses ultraviolettblaue Licht aus dem Frequenzbereich ja, visualisiert eben auf die Heilung in dem Falle. Das funktioniert, ist jetzt recht weit entfernt von der kompletten Reaktivierung der Blaupause, aber es ist ein Teil davon jedenfalls. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang, Ist ein Anfang. ne, mit dem man schon mal beginnen kann. Ja, ich kenne noch eine Technik, die mit der Dissoziation verknüpft ist. Und zwar konzentriert man sich eben auf seine Blaupause und sagt sich dann dreimal hintereinander: Hiermit aktiviere ich jetzt meine Blaupause. Und nachdem man es dreimal hintereinander gesagt hat, dissoziiert man. Ich weiß nicht, wie viele Minuten am Stück man dann nicht mehr denken darf. Nicht eine Silbe. Sobald du eine Silbe dann wieder denkst, oder zum Beispiel dir die Katze als Bild erscheint, oder wann es den nächsten Kaffee gibt oder was du morgen wohl tun wirst, musst du wieder von vorn beginnen. Dreimal sagen: Hiermit aktiviere ich meine Blaupause. Dreimal. Und danach wieder dissoziieren. Immer wieder von vorn beginnen. Ja, und wie gesagt, die letzte Möglichkeit mit der stärksten und krassesten Überzeugungskraft, die es gibt, wie eben bei Google Baum eingeben. Das funktioniert definitiv auch, aber wer hat das schon? Wie? Ich soll jetzt zu Google gehen, Baum eingeben und dann habe ich deaktiviert? Nein, mit der gleichen Intention, mit der gleichen Überzeugungskraft, wie man bei Google Baum eingibt. Und erwartet, dass er Google was von Baum ausspuckt. Mit der gleichen Intention sagt man: Ich aktiviere jetzt meine Blaupause. Das sollte reichen. Du meinst also, dass man das mit dieser 100%igen Selbstverständlichkeit, Genau. So wie man dann das Suchergebnis bei Google erwartet. Ja, genau. Ah ja, okay. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja in jedem Fall so. Oder man findet die Frequenzebene, drückt das Knöpfchen, das technische kleine Knöpfchen, und das funktioniert auch. Ja, vielleicht. Ja. Nee, wirklich, ich habe es gesehen, aber... Ja. Also gesagt, diese beiden Techniken, die wir euch genannt haben, ihr könnt die ja mal ausprobieren über längeren Zeitraum, so lange wie ihr eben auch euer Interesse dafür entfachen könnt. Ich habe noch eine Idee. Was denn? So wie ich es gemacht habe, in den Traum wechseln. Man geht mit der Intention schlafen, den Frequenzbereich der Blaupause aufzusuchen. Ich meine, mir wurde es ja auch gezeigt, das höhere Selbst hat mich ja auch dahin geschickt. Also warum nicht ihr auch? Also Ja. geht mit dem letzten Gedanken ins Bett. Ihr geht jetzt in den Bereich der Blaupause und werdet da luzid oder keine Ahnung, versucht es da zu aktivieren. Ja, das würde mir jetzt auch noch einfallen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Über die Träume eben. Ja, stimmt. Ja, hervorragend. Also das zum Thema Blaupause. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr da mal ein paar Kommentare zu schreiben würdet, was ihr von der Blaupause hält oder ob ihr damit schon irgendwie in Berührung gekommen seid. Ob sie jemand aktivieren kann, ob sie jemand für uns aktivieren kann, was auch immer. Ja. Und dann freuen wir uns natürlich über eure Kommentare. Ne? Und klickt immer ganz doll das Video an, jeden Tag 30 Mal. Genau. Ja, ich glaube, das war's dann mal für heute.
Ja. Tschüss und bye bye. Tschüss. Bye.